getroffen. Goethe. Mit OE. Kennt ihr den genauen Wortlaut des augusteischen Prinzips? Natürlich. Ja. Und der wäre was? Also Der Wortlaut? Die Prinzipii der allgemeinen Rechtsprechung sind nicht nur kategorisch, sondern auch ist nicht vielmehr Augustus selbst ein Prinzip für mich, sie, uns, ein Prinzip für uns. Und entbehrt in der Annahme, er sei mehr Prinzip als tatsächlicher Existenz, sein Prinzip und dessen genauer Wortlaut. Nicht eine Relevanz im Prinzip, meine Herren, oder umgekehrt, oder beides, oder. der junge Mann ist tolldreist. Tolldreist. Keineswegs. Tolldreist ist ein Kind. Ein Kind, das schlägt Vater und Mutter und plädiert auf mildernde Umstände, weil es jetzt voll weise geworden ist. Das ist, toll. Dreist. Durchgefallen. Er hätte besser daran getan, mal ein Buch aufzuschlagen. Und zwar ein Fachbuch. Nicht diesen Kram von Lessing. Shakespeare. Oder wie diese Schmierfinken alle heißen. Und grüße seinen Vater von uns. Ach, unser Herr Goethe mit OE. Ist Ihnen nicht kalt am Kopf, so ohne Doktorhut? Wir sollten dem alten Goethe ein paar Zeilen zukommen lassen. Gut, Doppelpunkt. Gebt mir einen Trunk Wasser. Freiheit. Gott von Berlichen. Es ist vollbracht. Eilpost, das muss morgen in Leipzig sein. So. Das ist das Original. Es gibt keine Abschrift. Oh. Ich verlasse mich. Das scheint ja wirklich sehr wichtig zu sein. Wichtig? Es geht um mein Leben. Das Nymphlein eilt von dannen hinein in Waldeslust. Die Lerche steigt und schwirrt. Die Wacht schlägt. Der Schmelz der grünen Flächen glänzt voller Pracht.
und von den... Johann, du alte Kanone. Was machst du hier bei dieser schlimmsten aller Lesungen? Also dasselbe wollte ich euch auch gerade fragen. Alles außer Zuhören. Der Schönheit süßer Schmerz. Jetzt kommt was mit Herz. Er bricht mein gülden Herz. Einen solchen Schwulst hat man in der Welt doch selten nur gehört. Das Schlimme ist, es kommt gut an. Wo bleibt die wahre Kunst? Ja, also meine ist längst abgeschickt. Ernsthaft? Vom Hirn aufs Papier. Wenn er schon bei der Post. Und Fahrt von ihm. Der Götz von Berlichingen, fertig und verschickt. Ja, und ich traue mich wetten, es wird in Rekordzeit verlegt. Auf die wahre Kunst. Die wildesten Gedanken. Herzblutend, abgründig und verboten. Gegen den Verstand. Gegen die Vernunft. Gegen die Regeln. Für die Leidenschaft, auf Sturm und Krack. Kinderkram! Alles Kinderkram! König von Thule. Erlkönig! Wie alt sind Sie eigentlich? Lass mich sein, Vater. Ich habe Sie lange genug sein lassen. Fülle es wieder, liebes Tal, still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Was bitte soll dieser Unsinn? Das ist an den Mond. An dem Mond? Sind Sie ein Weib oder ein Mann? Damit das klar ist. Ich weigere mich, dieses lächerliche Geschreibsel und Gereime weiter zu finanzieren. Die höchste Stufe der Vernunft ist... Wenn ich tue, was er für richtig hält. Exakt. Exakt. Ich habe Kammermeier geschrieben. Er ist inzwischen Präsident des Reichskammergerichts. Man würde Sie dort als Referendar der Rechte nehmen. Was in Wetzlar, in diesem gottverlassenen Kaff? Nie und nimmer. Das war nicht als Frage gemeint. Oh, störe ich? Das ist gerade aus Leipzig für Sie gekommen, Herr Johann. Ja, bitteschön, Herr Papa. Von nun an können Sie Ihre Zahlung getrost einstellen. Denn von nun an wird mich mein lächerliches Geschreibsel und Gereime vortrefflich ernähren. Wir danken uns für die freundliche Einsendung. Ohne Zweifel Zeugnis von großem Fleiß und Bemühung müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihr Drama leider für vollständig talentlos erdacht halten. Unglaubhafte Charaktere, körperliche Reime und dazu noch strafbare Aufhetzung zur Selbstjustiz. Zum Leben gehört auch zu erkennen, was man kann und was man eben nicht kann. Mein Sohn, aus ihm wird bestimmt noch ein ganz hervorragender Advokat. Warum? Pardon? Na, warum ist er hier? Ich wünsche, recht gelehrt zu werden. Und über das Selbstverständliche hinaus? Das Praktische. Die Lizenz zum Doktor. Seine Zeugnisse berichten nicht gerade von übermäßigem Fleiß abgelehnt. Ah!
Er ist seinem Herrn Vater ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Kästner, nehmen Sie den jungen Mann zu sich. Wenn ich den alten Goethe richtig verstanden habe, hat der Sohnemann Flausen im Kopf. Gedichte machen, etc., etc. Was sollen wir ihm austreiben? Ganz wie Sie meinen, Herr Präsident. Sollte man hier nicht mal aufräumen? Das sind alles laufende oder noch nicht bearbeitete Fälle, Herr Studiosus. Ja? Welche arbeitet untersteht der gebührlichen Kleider- und Ständeordnung. Die nimmt er. Damenbesuch ist selbstredend nicht gestattet. Fechtet er? Weniger. Kost und Logis wird ihm vom Gericht gestellt. Familiäre Streitfälle aus den Jahrgängen 47 bis 51 kategorisieren, katalogisieren und zur gerichtlichen Bearbeitung einreichen. Herr Studiosus, Ihr Platz. Boah, ist ihm wohl wieder etwas heruntergefallen. Wilhelm Jerusalem. Johann Goethe freut mich. Tanzen Sie? Ist ja grauenhaft. Wetzlar ist eben nicht Straßburg. Da ist ja auf einer Beerdigung mehr Stimmung. Die Herren? Scheiße. Entschuldigen Sie mal bitte. Oh Gott. Ja, lassen Sie gut sein. Aber es steht ihm. Was? Rot. Oh, Jurist. Wieso? Humorlos. Moment. Und Sie sind? Verschwipst Und zügellos. und nicht interessiert. Welch Glück. Wollen Sie tanzen? Nicht interessiert. Welch Glück. So ein Trampel. Ich wünschte, sie wäre in mich geraten. Ja, dann hätte ich jetzt eine saubere Jacke. Ich bin leise. Auf einen Absacker? Aber nur ein. Guten Morgen, meine Herren. Die hochweisen Akten und Verträge, die der großgünstige Herr Gerichtsrat gewünscht haben. Die vortreffliche Freude ist ganz auf unserer unwürdigen Seite. Ganz auf unserer unwürdigen Seite. Ja. Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Das alles will ich in den nächsten 48 Stunden bearbeitet haben. Andernfalls ist Ihre Dienstzeit hier umgehend beendet.
Das? Scheißig schön. Kleine Pause. Trampel. Kommst du morgen zur Probe? Ich kann nicht. Ich muss Brot backen und waschen. Kann das nicht eure Magd machen? Die gibt schon lange nicht mehr. Was? Das Geld hat nicht mehr gereicht. Die Damen? Kennen wir uns? Vom Tanz. Ich hätte sie gar nicht wiedererkannt. So ohne Fleck. Ich sehe auch nicht so ohne Schwips. Sie sind unverschämt. Sie sind zügellos und ungestüm und äußerst... Ja. Wäre das vielleicht der Augenblick, sich vorzustellen, mein werter Herr? Ich bin Johann. Johann Goethe. Gestatten? Aufbruch. Abmarsch. Und zwar sofort. Was ist denn das jetzt? Unvorhergesehene Misslichkeiten zwingen mich leider überraschend zum Aufbruch. Ich bin übrigens Lotte. Lotte Buff aus Walheim. Lottchen, du erinnerst dich doch sicher noch an den werten Herrn Gerichtsrat Kästner. Ja, sicher. Ich muss Sie loben, Fräulein Buff. Sie haben wirklich vortrefflich, ganz vortrefflich gesungen. Du siehst ja so beseelt aus. Muss am Kirchgang liegen. Dürfte ich Sie vielleicht am kommenden Sonntag auf einen nachmittäglichen Tee besuchen oder einen kleinen Spaziergang, wenn Sie gestatten, selbstverständlich. Sie sind natürlich willkommen, Herr Kästner. Scheint dem Gerichtsrat zu gefallen, mein Kind. Meinst du? Der gefällt dir sicher auch. Macht einen recht anständigen Eindruck. Ein tüchtiger Kerl und nicht unvermögend. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und Ihnen schon gar nicht. Das Gericht geht davon aus, dass Sie Ihre Lektion gelernt haben und von zukünftigen Ausschweifungen absehen werden. Die Herren sind für den Rest des Tages freigestellt. Wir sollten ausreden. Später. Jetzt. Muss das sein? Ja, das muss sein. Na komm. Aber so kannst du nicht gehen. Ich hab nur die eine. Ich kann dir aushelfen. Die Herren. Bitte? Oh, gewagte Kombination? Ja, komplementärer Farbflachen. Wie wär's mit Grünrot oder rosa Ocker?
stillen Mittagsschlummer liegt Mutter Erde da. Der Sonnengott verscheucht den Kummer mit seinem goldenen Haar. Von wem ist das? Von niemand, ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen. Ein Poet? Das habe ich auch mal geglaubt. Aber? Sonst niemand. Und schon gar nicht mein Herr Papa. Wir könnten einen Abstecher machen. Und das Dorf da? Ja, nach Allheim. Warte. Wie sehe ich aus? Unwiderstehlich. Was wollt ihr denn hier? Ihr seid doch die Buffs. Vielleicht, aber wir geben nichts. Wir suchen das Fräulein, das letzten Sonntag so schön gesungen hat. In der Kirche. Lotte Pop hatte Besuch. Für mich? Werter Herr Goethe. Und Herr... Wilhelm Jerusalem. Sachen und diese... Sie sehen sehr... blau-gelb aus. Oh. Ja, man trägt das so jetzt in Paris. Welches sind denn jetzt genau die ihrigen? Alle. Ja, alles meine Geschwister. Natürlich. Wir sind eigentlich gerade mitten am Brotbacken. Er ist zufällig ein ganz fantastisch talentierter Brotbackgehilfe. Weggeschnappt. Ich möchte das alle Wer als erstes im Garten Herr Goethe, wollen Sie auch ein Stück? Ja, gerne. Fein. Und mit Thymian. Sie haben eine treffliche Zunge. Unsere selige Frau Mama hat immer so gebacken. Ich versuch's genauso hinzubekommen. Für die Kleinen. Wie lange ist sie denn schon? Bald ein Jahr. Oh. Schon wieder verloren. Ja, ich glaube, Ihnen liegt was am Verlieren. Ich beginne. Ja, ich beginne noch einmal. Was? Ja. Buonanotte, liebe Lotte, bon nuit. Pfui, pfui, good night, heut müssen wir noch weit. Gute Nacht, scheiß ins Bett, das kracht, gute Nacht. Schlaf weit, gesund und reck den Arsch zum Bund. Buonanotte, bis da rechter aus. Buonanotte,
Bonne Bis da rechter Ort, Bonanotte, liebe Lotte, Gute Nacht, scheiß ins Bett, das Pui, pui, Kracht. gute Nacht, heute müssen wir noch fein. Gute Nacht, scheiß ins Bett, das Kracht. Gute Nacht, schlaf fein, gesund und krieg den Arsch zum Mund. Fräulein Buff, mit Ihrer Stimme sollten Sie eigentlich auf einer Bühne stehen. Das ist wohl wahr. Das würde Vater nie erlauben. Das ist wie bei Johann. Wieso? Er wäre gerne Dichter geworden. Und sein Vater hat es ihm verboten. Ja, und mit Recht. Was haben Sie denn gedichtet? Na, Gedichte. Habe ich gedichtet, die niemand lesen wollte. Und ein Drama, das niemand drucken wollte. Ich liebe Dramen. Emilia Galotti habe ich schon 3-mal gelesen. Und jedes Mal geweint. Was gäbe ich drum, dieses Schauspiel einmal auf einer Bühne zu sehen? Jetzt ganz stillhalten. Würden Sie mir vielleicht etwas von Ihnen vortragen? Auch ich würde das gerne hören. Na, ein andermal vielleicht. Bitte. Na komm schon. Es ist auch spät. Herr Jerusalem, werter Herr Goethe, der Besuch war sehr angenehm. Ruhen Sie wohl. Wie konnte er sich nur zu einer solchartigen Verfehlung hinreißen lassen? Schon die Forderung ist strafbar. Nicht der Tod des Kontrahenten steht hier zur Verhandlung, sondern seine Verführung desselbigen zu einem dem Gesetze widrigen Duell. Danke. Ich fordere 2 Jahre Kerker. Stattgegeben. Das Urteil wird sofort vollstreckt. Bitte um die Vorbereitung des nächsten Falles. Kasus Margarete Haben Sie die Schwertlein. Papiere für den Kasus Schwertlein schon fertig, Goethe? Ja, natürlich. Wann bitte hat er diese Liste geschrieben? Kurz vor der Verhandlung. Sehr flott. Ja, Studiosus sehr flott. Offenbar ganz beflügelt heute. Nur Ihr Äußeres lässt ein wenig zu wünschen übrig. Bitte, Herr Gerichtsrat. Warum schreibst du ihr denn nicht zuerst? Wenn ich ihr zuerst schreibe, nehme ich ihr ja die Möglichkeit, mir zuerst zu schreiben. Aber wenn Fräulein Buff genauso denkt wie du und deswegen dir nicht zuerst schreibt, um wiederum dir die Möglichkeit zu geben, ihr zuerst zu schreiben, dann... War's das mit der Liebe? Oh! Ja! Fräulein Buff! Bitte warten Sie! Fräulein Buff! Oh! Mein Herr? Da habe ich Sie jetzt verwechselt. Entschuldige mich. Ja, einen schönen Tag noch, die Herren. Schönes Fräulein, darf er es wagen, Arm und Geleit Ihnen anzutragen? Bin kein Fräulein. Aber schön. Ja. Oder wollen Sie ungeleit nach Hause gehen? Oh Gott, entschuldige. Oh nein. Wenn du so weitermachst, können wir bald vom Boden essen. Ja, das stimmt. Ganz charmant, dieser Herr Goethe, oder? Spielt ganz gut Klavier, backt gerne Brot. Ganz unterhaltsam für einen vom Gericht.
Ich erwarte einen wichtigen Brief. Der Name wäre hilfreich. Goethe mit OE. Goethe. Nein, das tut mir leid. Sicher? Ganz sicher. Ist ein Brief für mich gekommen? Nein, zum 3. Mal nein. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ich wollte nur, falls Sie falsch... Nein! Nein, nein, nein. Es gab nur noch sie und mich. Du hättest sie sehen sollen, wie sie mich angelächelt hat. Die ganze Zeit. Und dann musste sie leider plötzlich gehen. Hm? Und warum? Das hat sie nicht gesagt. Herr Goethe, hier ist doch noch etwas für Sie angekommen. Habe ich nicht gesagt? Danke, vielen Dank. Das ist sehr... Herrn Papa. Willst du wissen, was ich denke? Nein. Doch. Ich muss in die Stadt. Was? Wir haben viel zu wenig Zucker. Aber es sind doch noch mindestens 30 Lot da. Warum? Es reicht nie und nimmer. Oh, ist deine Schwester zugegen? Welche denn? Herr Goethe? Die ist nach Wetzlar gefahren. Welche Überraschung. Was machen Sie denn hier? Ich wollte eigentlich zu Herrn Goethe. Aber der ist doch bei Ihnen. Herr Goethe! So ein Zufall. Verrückt. Wohin des Wegs? Ich war auf dem Markt. Und Sie, mein Werter? Ihr Wärter reitet herum und schaut sich die Gegend an und reitet herum. Und? Was? Naja, tragen Sie mir heute etwas vor? Ein andermal vielleicht, ja? Ah, damit kommen Sie mir heute nicht davon. Das ist Kinderkram, alles Kinderkram. Ich bitte Sie.
Das ist lächerliches Geschreibsel. Und Gereime. Sie sind doch nur feige. Besonnen. Geziert. Bescheiden. Na schön. Ich tue keinen Atemzug mehr, bis Sie mir etwas vorgetragen haben. Au, das ist toll dreist. Und albern obendrein, Fräulein Buff. Ja. Ich bin beeindruckt und gleich geben Sie auf, ich weiß es. Ja, ja. Das ist... da, Fräulein Buff! Nein, Und? Ja, also, was machen Sie denn? Na schön. Nein, bitte, 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 halt. Gut. Sie haben gewonnen. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde und fort. Wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Ich sah dich. Und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite. Oh. Und jeder Atemzug für dich. Lächerlich. Das ist wahrlich lächerlich. Dass Sie nicht an sich glauben. Sagen Sie, wäre das jetzt nicht der Augenblick? Welcher Augenblick? Der, in dem Sie mich küssen.
nicht so weit. Es gibt Suppe! Anna, warum ist der Tisch noch nicht gedreht? Wo kommst du jetzt her? War spazieren. Ich denke, Zucker kaufen. Auch. Die muss gewickelt werden. Ach. Dein Kleid ist jedenfalls ruiniert. Ich häng's über den Ofen. Warst du schon mal verliebt? Ja. Scheiße. So töricht. Du bist doch sonst so vernünftig. Und das alles gerade jetzt. Im Regen spazieren gehen. Ganz offenbar verwirrt diese Lektüre dein Gemüt. Herrliche Lilien, nicht wahr, Charlotte? Ja, Vater. Lilien sind Lottes Lieblingsblumen. Ah, da habe ich aber Glück gehabt. Auf einen Spaziergang darf ich ja nun wohl nicht mehr hoffen, Fräulein Buff. Ich bin untröstlicher Gerichtsrat. Ich bin sicher, das wird sich nachholen lassen. Gewiss. Gewiss. Ich glaube, die Blumen brauchen Wasser. Ja. Eine Vase für Wasser. Selbstverständlich. In der Küche. Kommst du? Tja, da sitzen wir nun und mir fehlen die Worte. Kennen Sie die Galotti? Nicht persönlich. Das ist ein Drama von Lessing. Ich habe davon gehört. Auf bald. Auf bald. Vater sagt, Ich weiß, was Vater sagt. er sagt, wenn er dich zur Frau nimmt, verlieren wir das Haus nicht. Und die Buben dürfen in die Schule. Schön. Was wird denn gegeben?
Nur Ihr Lieblingsstück natürlich. Die Galotti. Da wird sie in Ohnmacht fallen. Vor Freude. Ja, wenn sie nicht ins Theater kann, dann kommt bitte mal ziehen. Das Theater zu ihr. Und du spielst die Galotti. Da muss ich Ihnen leider absagen, Herr Theaterdirektor. Ich bin bereits in meinem eigenen Drama besetzt. Mit einem guten Ende, hoffe ich. Ja. Stell dir vor, sie will ihren Mann verlassen für mich. Ihren Mann? Ja. Wir werden fliehen, Johann, und im Glück leben. Ich weiß es. Goethe, wieder gesund. Ja, schneller als gedacht. Na wunderbar. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich tun sollte ohne meinen besten Mann. Die KCI Ravensburg kommen nachher aus dem Archiv. Die können Sie dann gleich in Angriff nehmen. Ach, und Goethe, jagen Sie? Ja, ich bin kein großer Könner. Das werden wir ändern. Getroffen? Beinahe. Sie dürfen nicht zu lange warten. Das ist das Wichtigste beim Jagen. Sobald Sie das Ziel sehen, anlegen, zielen, abdrücken, peng, tot. Sie müssen leidenschaftslos sein. Kaltblütig. Das reicht. Ja. Ich werde es beim nächsten Mal versuchen. Sie sind viel zu empfindsam. Blattschuss. Nicht übel. Ich war in Schlesien dabei. 61, da lernt man schießen. Sie geben ein gutes Ragout. Kochen Sie? Nein, das überlasse ich lieber meiner zukünftigen. Ja, Sie sind verlobt? Mit Ihrem Vater ist bereits alles besprochen. Allein den Antrag muss ich noch hinter mich bringen. Ja, und was zögern Sie dann noch? Befürchte, mir fehlen die richtigen Worte. Die junge Dame ist leider literarisch interessiert. Ah. Na ja, dann müssen Sie das Mädchen mit Stil erobern. Und Leidenschaft. Leicht gesagt. Hm. Ja. Naja, vielleicht. Sie treten in Ihr Zimmer und bitten Sie, die Augen zu schließen. Und dann? Streifen Sie ihr den Ring an den Finger. Sie öffnet die Augen, sieht den Ring und dann sagen Sie etwas in der Art von es ist die Liebe, die die Welt im Inneren zusammenhält. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber leidenschaftlich. Ich sollte Sie vorschicken. Ach, nur Mut. Besuch? Der Gerichtsrat. Das ist aber eine Überraschung. Sie sehen aber schon viel besser aus, Fräulein Wolf. Ja, der Doktor, den Sie liebenswürdigerweise geschickt haben, hat mich bestens kurieren können. Oh ja, er ist ein feiner Kerl. Wir kennen uns noch vom Militär. Wenn Sie ihn nur recht herzlich bitten würden, seine Aufwendungen erst im nächsten Monat zu fakturieren. Ich bitte Sie, mein lieber Herr Buff, das werde selbstredend ich übernehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Gerichtsrat. Ihre Taten sind von solcher Großzügigkeit und Fürnehmheit für uns. Ja, ich mache uns einen Tee. Warte. Der Herr Gerichtsrat möchte dir etwas sagen. Setz dich, Lotte.
Schließen Sie die Augen. Du kannst die Augen jetzt wieder aufmachen. Fräulein Buff. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich freue mich auch sehr. Kinder, kommt rein. Es gibt große Neuigkeiten. Kommt. Fräulein Buff. Jetzt ganz leise sein. Charlotte. Es ist die Liebe, die die Welt in ihrem Inneren zusammenhält. Das haben Sie schön gesagt. So darf ich hoffen. Ja, Herr Kästner. Sie dürfen. Danke. Mein Werter. Die Umstände wollten es, dass ich mich heute verlobt habe. Ich bitte Sie, von weiteren Besuchen abzusehen. Mein Herz ist so schwer. Herr Goethe, kommen Sie bitte sofort in mein Büro. Ihre Charlotte Buff. Goethe? Danke. Danke. Hat sie angenommen? Und sie war überglücklich. Für mich, und ich glaube, da kann ich auch für Sie sprechen, war es wohl der schönste Augenblick im Leben. Das freut mich. Aufrichtig, Herr Kästner. Albert. Spätestens jetzt. Johann, wir geben heute Abend ein kleines Fest zur Feier der glücklichen Umstände. Und ich würde mich wahnsinnig freuen. Gerne, Albert, aber du musst sie doch kennenlernen, Johann. Ja, ein andermal. Heute warten eigene romantische Verpflichtungen auf mich. Nein. Und bist du noch am Belagern oder ist die Festung bereits eingenommen? Die Mauern sind gefallen. Donnerwetter. Ja, dann bist du selbstverständlich entschuldigt. Herr Gerichtsrat? Goethe? Ja. Herr Goethe!
Als ich Charlotte dann wieder sah, war aus dem kleinen Mädchen von damals ein anmutiges und anständiges Fräulein geworden. Umso mehr freue ich mich, heute Lottes Familie und natürlich meinen werten Kollegen unsere erfolgreiche Verlobung bekannt zu geben. Fräulein Buff, Herr Goethe, ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Ich habe eine Überraschung für Sie. haben Sie meinen Brief nicht erhalten? Welchen Brief? Lotte? Kind, da bist du ja. Ja, ich komme gleich. Wer ist denn da? Vater, das ist Johann Goethe. Vom Gericht. Ah, ein später Gast. Das sind mir die Liebsten. Na Lotte, gib doch Herrn Goethe ein Glas Portwein, aber einen von den guten. Sie trinken doch Port? Ja, gerne. Sie war Johann? Johann! Wie schön, dass du gekommen bist. Die Überraschung ist dir wahrlich geglückt. Ich dachte, heute Abend warten eigene romantische Verpflichtungen auf dich. Charlotte, darf ich dir meine zauberhafte Verlobte vorstellen? Charlotte Buff, Johann Goethe, mein bester Mann am Gericht und Freund. Tja, angenehm. Ja, sehr angenehm. Ja. Meine Gratulation. Danke. Also trinken wir auf die Verlobung von Charlotte und Albert. Ist das etwa ein Geschenk, Johann? Ja. Ah, ein Papiertheater. Emilia Galotti. Hast du gehört, Lotte? Das ist doch dieses Stück, was du so magst. Herr Goethe, können Sie uns wieder so etwas Lustiges auf dem Klavichord vorspielen? Bitte, bitte. Ein andermal, ja. Lotte. Ich glaube nicht, dass Herr Goethe hier noch öfter zu Gast sein wird. Wollten Sie sich nicht eben empfehlen? Ja, hier. Was sollte ich wohl? Von Herrn Buff. Herr Buff? Herr Gerichtsrat. Charlotte, hast du dem Herrn Gerichtsrat nichts zu sagen? Das war vor unserer Verlobung.
Du wirst Herrn Goethe nicht wiedersehen. Natürlich nicht. Dann darf ich mich jetzt empfehlen. Herr Goethe, Sie haben schon wieder einen Brief bekommen. Ja. Ich weiß. Kind? Wovon handelt es denn eigentlich? Emilia wird von einem reichen Adligen geraubt, obwohl sie einen anderen liebt. Und in ihrer Verzweiflung bittet sie ihren Vater, ihr das Leben zu nehmen. Das ist ja furchtbar. Ja. Ein ganz und gar verpfuschtes Leben. Albert ist ein großes Glück für dich und für unsere ganze Familie. Gott allein weiß, wie lange ich noch arbeiten kann, Lotte. Ich will euch einfach alle gern versorgt sehen. Aber mein Herz ist nicht dabei. Das gibt sich mit der Zeit. Glaub mir. Sie hat ihm den Laufpass gegeben. Überraschung. Hat sich doch für einen eigenen Mann entschieden. Sie wollte doch nicht mit ihm fliehen und im Glück leben. Soll vorkommen. Aber andere Töchter haben auch schöne Mütter. Heute Nacht gehen wir auf den Jahrmarkt. Und dann saufen wir uns deinen Kummer aus unserem Leib. Willst du auch einen? Zauberkugel. Jerusalem, was war das nur? Was war das nur? Toll, Kirsche, toll, Was Kirsche! Besseres genommen. So viele schöne Weiber auf einem Haufen gesehen. Dreimal gespuckt auf die Liebe! Wie öde ist nur deine Tugend. Schlag ein, schenk dir ewig Jugend. Heb dich hinfort, du übler Spuk! Ich bin mir Hölle selbst genug. Wie findest du sie?
Ich glaube, es ist was Ernstes. Was Ernstes, was Ernstes. Weißt du, was? Ich liebe dich. Dieser Goethe geht dem Kind nicht mehr aus dem Kopf. Er macht mich zum Gespött. Was machst du hier? Ich reise ab. Willst du mich begleiten? Abreisen. Um die Zeit? Komm mit. Wohin denn überhaupt? Einfach weg von hier. Gehen in die andere Welt. Wo uns kein Kummer mehr plagt. Was soll das denn? Was soll das denn werden hier? Ohne sie kann ich nicht leben. Was? Bis gleich, mein Freund. Ein Schuss ins rechte Auge. Austritt hinten rechts. Blieb bei Bewusstsein. 3-stündiger Todeskampf. Dann Verendung. Tatzeit. Die Tatzeit. Morgens. Es war schon hell. 8 Uhr. Diagnosis: Morbus melancholicae, führte zum Selbstmord. Frei, tot. Beschreiben Sie. Freitod. Weiß er nicht, wie spät es ist? Weißt du nicht, was geschehen ist?
Natürlich. Auch mich hat dieses Ereignis große Mühen gekostet. Darf ich ihm seinen neuen Kollegen vorstellen? Der vortreffliche Assessor wird von nun an in die Lücke springen, die der feine Herr Jerusalem in unsere Reihen gerissen hat. Durch seinen rührenden Liebestod. Über Tote redet man nicht schlecht. Wer solch eine gottlose Tat vollführt, der muss mit üblem Nachruf rechnen. Denkt er nicht auch? Gottlos ist nur dein Gerede. Er macht sich lächerlich mit seiner weibischen Trauer. Hat jemand einen Krug für die Tränen des jungen Herrn? Halt den Mund, du! Und so fort. Bitte, bitte. Ein solch derbes Vokabular. Aus seiner so verkannten Dichterkehle. Dabei war meine Braut so begeistert von seinen süßen Worten. Es ist die Liebe, die die Welt in ihrem Inneren zusammenhält. Ist das nicht wunderschön? Ich verlange Satisfaktion. Zehn Schritte, meine Herren, dann drehen Sie sich um. 3 Durchläufe, die Schüsse werden nacheinander abgegeben. Herr Goethe, Ihnen gebührt das Recht des ersten Schusses. Verhaftet wegen unerlaubten Duellieren. Eine derartige Verfehlung. Sie können von Glück sagen, dass Kästner so besonnen war, auf das Duell nicht einzugehen. Wir werden versuchen, seine Verhandlung so schnell es geht anzusetzen. Bis dahin werden Sie hier im Gericht in Arrest gehalten. Zur Feier dachte ich an Wild. Dazu vielleicht einen guten roten. Goethe lässt dich übrigens grüßen. Bitte? Es tut ihm leid, dass er sich vor seiner Abreise nicht von dir verabschieden konnte. Er ist abgereist. Das kam auch für mich überraschend. Danke, mein Herz.
Mahlzeit! Komme! Hier muss essen. Weiber wachsen nach. Ich habe eine Bitte an Sie. Hm? Ich hätte gern Papier. Und Tinte. So viel Johann des Reiz. Und so viel Werther das reizendste Schauspiel in die Augen, das er je gesehen hatte. Er stand da in seinem blau-gelben Gewand. In der Küche wimmelten lauter Kinder. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihre Mädchen von schöner Gestalt, stück nach Proportion ihres Alters und Mit den kleinen Händchen lange in die Höhe. Solcher Freundlichkeit und jedes rief so ungekünstelt sein Dank. Ob das Vermessenheit ist oder Gefühl des wahren Verhältnisses? Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete. Simples, weißes Kleid. Ich habe das Herz gefühlt, die große Seele. Aber es steht ihm nicht. Was? Rot. Wollen Sie tanzen? Nicht interessiert. Welch Glück. Wollte ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfasst. So viel Güte bei so viel Festigkeit. Und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit. Fein. Mit Thymian. Sie haben eine treffliche Zunge. Es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft. War mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Unser ganzes Wesen hinzugeben. Welcher Augenblick? Der, in dem Sie mich küssen. Mein ganzes Herz war voll. In diesem Augenblick so manches Vergangenen drängte sich an meine Seele und die Tränen kamen mir in die Augen. Auf und zu. Und das hier, der kleine Zeiger sind die Stunden, der große sind die Minuten. Ich möchte auch eine Uhr, wenn ich groß bin. Wenn du weiter fleißig zur Schule gehst, dann schenke ich dir vielleicht eine. Halsweite 13. Das ist perfekt. Das ist eine 96. So ein schönes Tuch. Feinster Batist. Aus Venetien. Albert will dich wirklich glücklich machen. Ich gehe schon. Bei der Armlänge haben wir eine 70. Du wirst aussehen wie eine Prinzessin. Oh. Das ist vom Gericht. Lotte, die Schneider warten. Jetzt nicht. So sind denn alle Wünsche, alle Hoffnungen jetzt erfüllt. Dass er solch Glückes hätte teilhaftig werden können, für sie zu sterben. Du hast mich angelogen.
das Beste. Für uns. Ich muss zu ihm. Gewiss. Endlich. Warum tun Sie mir das an? Was? Glauben Sie ernsthaft, ich könnte jemals wieder glücklich sein, wenn Sie sich etwas antun? Aber ohne sie kann Werther nicht leben. Will Werther in der Provinz bleiben und seinen Doktor machen? Und Lottes ganze Familie ernähren? Und sich immer weiter hocharbeiten bis zum Gericht, bis zum Gerichtspräsidenten? Will er das? Das ist nicht Werthers Leben. Das ist Alberts. Und Lottes. Sie liebt Albert. Wirklich. Ja. Ich liebe ihn. Und Werther? Der soll etwas aus seinem Talent machen und sich nicht umbringen. Bitte gehen Sie. Und trotzdem werden die beiden immer zusammenbleiben. Nicht in der Wahrheit, aber in der Dichtung. Verbrennen Sie es. Sehr wohl. Sie können mich jetzt zurückbringen. Ich bin wieder da.
sowas machen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Die Sache ist mir hochnotpeinlich. Der Hang zum Gefühl ist ein Virus, der die Jugend derzeit in allen Landen infiziert. Der Verstand ist im Rückzug. Die alten Tugenden verblassen. Kaspar. Hier ist der Verrat. Es war mein Fehler. Ich habe sie überschätzt. Ich habe sie als jungen Mann behandelt. Dabei sind sie ein Kind. Bis sie vernünftig werden, bleiben sie jetzt erstmal in Frankfurt. Und werden unter Aufsicht in meiner Kanzlei arbeiten. Wer hat ihn nur ins Gehirn geschossen? Ein unnützes Leben ist ein früher Tod. Lasst ab, Vater. Ich bin mir Hölle selbst genug. Wo sind wir? Daheim. Aber ein Aufruhr verstopft die Gasse. Entschuldigen Sie, guter Mann, was ist denn hier los? Haben Sie etwa noch nichts davon gehört? Leben Sie hinterm Mond? Ist wahrscheinlich nicht von hier. Sie hatten es mir zugesichert. Ich habe bereits vor 3 Tagen gezweifelt. Beruhigen Sie sich bitte, meine Herrschaft, ich bitte Sie. Beruhigen Sie sich doch. Übermorgen kommen neue Exemplare. Die Druckerei hat es mir fest versprochen. Ja, vielleicht schon morgen. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich kann sie nicht selber drucken. Den Leuten scheint ja euer Geschreibsel zu gefallen. Was, mein Reim? Dabei reimt es sich nicht einmal. Lotte. Scheiße. Aus euch wäre sowieso ein lausiger Advokat geworden. Das ist Johann Goethe. Ich kenne ihn aus der Universität. Goethe! Danke Ihnen, Kopf raus. Unser Goethe. Schreibt er einfach die banalste Geschichte der Welt. Junge liebt Mädchen. Mädchen heiratet den anderen. Junge schießt sich die Birne weg. Auf
auf Sturm und Drang! Oh, oh! Ich denke, er wird erwartet. Na nun, geh schon! Raus mit dir! Das ist mein Sohn. Mein Sohn. Johann Goethe. Das ist unsere Geschichte. Es ist mir eine Ehre, dieses Manuskript zu verlegen. Eine Frage hätte ich noch. Hat es sich tatsächlich so zugetragen? Ist das alles die Wahrheit? Es ist mehr als die Wahrheit. Es ist Dichtung. Look up straight, turn away. I watch you walking out, break myself into splinters of nothing that I can count on the floor. And now my love, you fade away, and I go silent, and you're denying. I'm sure you disappear in your own world. You hide so secretly. Stole my words. Thoughts are blurred. I push them out of my head. Hope you'd call through your veil of thoughts. Fears and friends and tears and your enemies. And now my love,
you fade away, and I go silent in your denying. I'm sure you disappear in your own world. You hide so secretly. I'm nothing that I can count on the floor. Here's my farewell letter to you. Farewell, dear lover, my love. Life now is full of passion and yearning, but soon all he'll see but you. A wasteland for a poet like you, like you. So here is my farewell letter to you. And always remember, I'm only saving you from a life that is really, really not yours. I read your farewell, the ink burns through me. This can't be the end, my love. So time will tell, my love, fare thee well. All my love to you. A dreamland for the lovers we're always meant to be. Our hearts have walked this road once before.